Alright, die sind, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes the Fidget mit mir, Basti. Wir sind wieder auf W53, weil das Feedback so gut ist, so viele Leute Bock drauf haben, wieder eine neue Players to Watch auf dem Server. Ja, also es gab noch nie, glaube ich, in dieser Regelmäßigkeit eine Players to Watch auf keinem Server, glaube ich. Also klar, W50 langfristig, aber jetzt so, ich sag mal, in der ersten Zeit war es dann doch so, dass viele kleinere Server dann eine längere Pause schon bekommen hatten. Nicht aber auf W53. Da habt ihr nämlich Bock. Ich guck kurz mal rein, was in der Ernte. Ja. Mama möchte eine Milch. So, ich wollte nur kurz mal in der Ernte gucken, was halt so geht, wo der Top ist. Torpedo ist on the top 279. Estarossa 274, Members 271, alles Berserker. Nicht unbedingt die Namen, die ich jetzt noch so in Erinnerung hatte. Acefeld, der auf S41 ja nicht mehr spielt, leider, aber als Assassine mit Recall Diagaza auch dabei. 2 Kampfmagier auch immer noch weit oben. Ein Kriegergott. Ja, auch relativ weit oben noch ein paar Kundschafter hier overall. Ist ein bisschen zusammengerückt, das Feld. Berserker dominieren vom Level im Moment, klar. Letzte Event war jetzt an sich auch nur XP. Da können natürlich die Berserker, dadurch, dass sie dann nochmal Dungeons machen, auch nochmal am Level ein bisschen on top gehen. Magier halten sich dann hier auch noch relativ tapfer, aber ja, insgesamt doch immer noch viele Assassinen. W53 ist ja Assassinen-Power. Schon gesagt, Kampfmagier auch dabei und ja, naja, Krieger waren dann schon etwas seltener. Druiden auch nicht unbedingt sehr, sehr weit oben. Dämonenjäger brauchen wir gar nicht mehr suchen, haben wir ja schon festgestellt. Wir sind nämlich ein paar mehr Leute bei den Players to Watch. Arcadia Miran ist einer der neuen. Spieler der 2. Legion. Da habe ich auch das Gefühl, dass ein paar mehr jetzt dabei sind. Mit 226 als Krieger auch recht gut dabei. Rang 60 im Moment. Ja, ganz klar. Fühle ich auf jeden Fall, was hier steht. Spielt diesen Krieger sehr ausgewogen von den Skills, was gar nicht so schlecht ist. Gerade auch im Late Game. Ein paar Epics vielleicht aus dem letzten Event noch dabei. Ja. Nicht komplett epic, hat auch eine neue Waffe, die nicht epic ist, also nicht komplett ins Epic-Event gegangen ist, aber okay. SA ist ganz passable, könnte vielleicht über 80% sein, aber spielt da gut mit. Also ist natürlich so, dass er bei den Players to Watch auch schon sehr weit oben einsteigt. Ja. Kommen wir mal zu Asathasa. Asathasa hat auch schon wieder ein bisschen was an Leveln gemacht. Klar, XP-Event sicherlich gut genutzt, gut Alu gespielt. German Fighters von 58 auf 89 gekommen. Und ja, sein Battle Mage wird stärker. Also SA sieht auch schon etwas besser aus als vorher. Wenn auch nicht viel besser, aber schon etwas besser läuft. Man sieht es im Level steigend das ganz gut. Wir gucken uns mal im Vergleich Darfsen an. Darfsen hat auch 23 Level geschafft. Bei den Beobachtern also ähnlich. Auch das SA kommt ein bisschen nach. Ist noch immer recht knapp dabei. Auch schön ausgewachsen oder ausgeglichen, meine ich. So die ganze Verteilung hier an Items. Ist immer die Frage, wie oft kann man überhaupt neue Items halt bekommen. Aber er kriegt bald das Pet-Nest. Da ist vielleicht auch nochmal die Chance, 1, 2 Level aufzuholen auf Asathasa, der das ja jetzt auch schon durch hatte. So, und dann kommen wir zu Firestorm von Excalibur. Bei ihm waren es nur, muss man jetzt sagen, 11 Level. Aber ja, im SA ist er auch ein bisschen besser geworden, ne? Also ganz, ganz langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir werden sehen, dass er in ein paar Jahren dann auch viel weiter oben steht, ganz klar, ja. Und ja, immer noch der beste Text, ja, muss man auch mal so sagen. Es ist immer noch der beste Text, den er uns hier an der Stelle offenbart. Ims von den Teddy Bears ist von 66 auf 107, hat also die 3-stellige Stufe erreicht. Toilette kann gefunden werden. Jetzt muss ich mal gucken, was er für ein SA hatte. Ah ja, da ist ein Ticken passiert. Da ist ein bisschen was passiert. Ja, doch.
sogar nicht wenig, ja, 7% hinzugekommen. Und das ja, ist auch so eher aus dem Bereich mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es ernährt sich. Ja, also ordentliche Level gemacht. Da ja, kann man jetzt sagen, was man will über das SA. Wenn die Level da sind, sind sie halt einfach da. Und hier sehen wir auch eine ausgeglichene Skillung. Also das machen viele, das ist auch okay. 50-50, gerade als Krieger, Kampfmagier kann man das definitiv machen. Wir kommen mal zu Lloydrix. Bei Lloydrix, ähnlich wie bei Firestorm. Den Level, jetzt muss ich mal bei Lloydrix gucken. Ich muss da mal reinschalten, deshalb gar nicht so einfach. Ja, auch da ist ein Progress zu sehen. Wir sehen, dass er auch 2% SR gemacht hat. Also es ist wirklich, wirklich Step by Step. Aber wenn man jetzt halt wöchentlich reinguckt, ja, da passiert halt auch nicht so viel, ja. Und er ist halt komplett auf Mushrooms Pete Zero, ja, unterwegs. Und Zero ist halt Zero, da geht nix. Da kann man im Wald gehen und kriegt keine Pilze. Ist wirklich ärgerlich. Hat sich wohl eine neue Waffe gegönnt. Hat halt leider keinen Slot. Das ist ein bisschen schade wahrscheinlich. Trotzdem, ich glaube, wenn ich das sehe von den Werten her, ja doch, von den Werten hat er sie auch deutlich im Int-Bereich gesteigert. Also macht jetzt mehr Schaden. Hatte damals aber sogar 3 Top-Tränke, hat er jetzt im Moment nicht. Ist auch schwierig. Also er ist dran, er bleibt dran am Ball, ja, also das läuft. Und Max war Level 40, ist jetzt Level 41. Oh, Max. Max, du bist schon ganz lange auf der möglichen Abschlussliste. Ich lass dich noch mal drin, aber mein lieber Freund, beim nächsten Mal, ja, da reicht auch das freundliche Hallo nicht. Müssen wir uns vielleicht verabschieden voneinander, ja, so, also, genau. So, da kommen wir zu Nikes. Bei Nikes ist ein bisschen was passiert. Nikes hat sich gedacht, komm, wir pushen nochmal das SA, 8% on top. Level sind gemacht worden von 89 auf 114. Also als Assassine, er geht jetzt in die letzten Dungeons der 90. Ich vermute mal, bei dem Level hat er noch wahrscheinlich ein paar der Intelligenz-Dungeons noch übrig. Banshee wahrscheinlich auch noch vor sich. Vielleicht auch noch, wie heißt der Monsterhasen, ist glaube ich Geschick. Und dann gibt es noch dieses Alien. Vielleicht ist er dort gerade so. Das Alien ist glaube ich Level 180. Also ich denke mal, in dem Bereich bewegt er sich. Vielleicht sind auch noch mehr Dungeons offen. Vulkangeist oder so. Dann wäre es ja ein Pflicht-Epic, was wiederum cool ist. Da muss man hoffen, dass man einen Slot bekommt. Das ist ja nicht ganz klar. Aber in dem Level ist er zumindest in der Lage, auch den Schmied zu nutzen. Wenn er das wollte, muss man sich dann überlegen. Also das Gute ist ja, wenn man wirklich die letzten Dungeons, also die Mordmaschine, dass man ja das Spiegelbild hat, da in der Regel gewinnt man auch, kriegt man nochmal XP, kann man aufsteigen. Also das kann man sich wirklich überlegen. Da ist Nikes jetzt eben kurz davor und ja, wird man sehen. Also von den Skills ja auch ähnlich wie Imps, oder? Ja, das ist wirklich von den Skills her klar. Er hat mehr Geschick dafür, also mehr Hauptattribut, dafür weniger Ausdauer. Das ist spannend. Spannendes Thema. Spannend ist auch die Reise von Olaf Scholz hier bei Shakes & Fidget. Er nämlich auch bei der 2. Legion, ja, die sind jetzt zweiter Hand quasi hereingerückt. Level 173er Kundschafter mit 66% SA. Das könnte noch ein Ticken besser sein. Wir sehen hier auch viele Epics. Einige höchstwahrscheinlich jetzt vom letzten Event und einige sind ein bisschen älter. Oder er hat damals geplättert, hat dann Dungeons nachgeholt, hat deshalb jetzt bessere Epics drin. Das ist beides theoretisch möglich. Natürlich eine andere Hausnummer so von den Werten. Deshalb spielt er auch jetzt im Moment knapp hinter den Top 200. Aber wahrscheinlich, wenn er da auf Arena jetzt spielen würde, hätte er auch die Chance, Top 200 zu erreichen. Also auch interessant, wie er das langfristig hier angeht, das Ganze. Schauen wir mal hier rein. Für Askir, den Kaiser, die Ehre und die Pflicht. Darüber stehen, da weichen wir nicht. Bester Rang 91. Also hier ist Rang ist ein Thema bei ihm. Rang ist ein Thema. Und ja, da kommen wir gleich mal zu Onka, der weiterhin bei Goldregen unterwegs ist. Und da schauen wir auch mal, wie er sich verhalten hat beim letzten Mal. Okay. Da sind auch 7% SA gekommen. 27 Level. Also man merkt, dass es wirklich bei den fleißigen Free-to-Play-Spielern ja, gut einhergeht. Hat den Spiegel jetzt auch schon komplett bekommen. Das ist natürlich nicht schlecht. Also da müssen andere deutlich länger warten teilweise als Krieger. Ja,
Unterschied bei den Skills sieht man zu Imps und zu Nikes. Aber wir können mal bei Darfsen nochmal gucken. 500 zu 429. Falsch. Ja, doch, der hat, also bei den Skills ist Onka zum Beispiel besser unterwegs. Also im direkten Vergleich gegenüber Darfsen, dafür gegenüber Asatarsa hinterher. Also liegt genau dazwischen. Auch spannend. Vom SA her knapp auf. Also da gibt es wirklich ein schönes, enges Feld, wo sich die Leute hier drin befinden. Und das macht es halt auch wieder spannend. Er hat auch Dämonenschild, ne, wird bestimmt fleißig angegriffen. Nicht jeder das Schild im SA hat. Das sucht man ja ganz gern mal. So, dann kommen wir mal zu Reekle. Reekle auch neu dabei, steigt gleich ganz weit oben ein und das auch noch als Assassine, passt natürlich super. Wir hatten ja Assassinen erst drin, die top unterwegs war, die ich rauslöschen musste. Hier haben wir 81,81%, das hat er extra für die Players to Watch Folge jetzt gemacht. Rang 9, wir haben ihn schon in der Ehrenhalle gesehen, also spielt das sehr, sehr stark. Er hat auch schon 2000 Basis-Skills im Geschickbereich. 1899 hier. Spielt auch Arena Manager schon fleißig bei 9% Schadensbonus auf beiden Waffen. Also das muss man ja auch mal sagen, als Assassine brauchst du sie tendenziell bei beiden Waffen, aber halt nur gegen die Dungeons mit den entsprechenden Elementwiderständen. Ist ganz praktisch, braucht man nur wechseln. Ansonsten sieht man aber, dass er trotzdem beide da schon hat und er geht auch schon auf die 15% Runenbonus. Also der ist da voll dabei. Wir können dann gleich nochmal in der Ehrenhalle gucken, wie es mit 9% aussieht im Vergleich. Aber vorher gucken wir nochmal auch auf einen neuen, der auch sehr weit oben ist. Übrigens Reekle bei Elysium und der Schaufler bei den Pilzen Harzern, die wir ja schon gesehen haben. Den Schaufler, den hatte ich beim letzten Mal schon dabei. Von 131 auf 203 hochgegangen. Also das ist auch viel passiert. Da sind die Pilze reingegangen. SA hat er auch nochmal verbessert um fast 6%. Ja, geht noch einen Ticken mehr, aber der Weg ist das Ziel. Und hier haben wir noch zum Beispiel, sehen wir gar keine Runen drin. Also da fehlt es dann natürlich auch ein bisschen an Power, um jetzt ganz weit oben zu stehen. Aber er steht im guten Verfolgerfeld im Moment auch in der Ehrenhalle deutlich weiter oben als zum letzten Mal. Also Schaufler macht das prinzipiell auch sehr gut. Dann kommen wir mal zu Shaco. Shaco bei No Mercy hat sich im Level lustigerweise fast verdoppelt. Also hätte er 134 jetzt hier stehen gehabt, wäre es 1:1 verdoppelt gewesen. Hat aber auch einen großen Sprung vom Level gemacht. SA ist auch, muss mal gucken, beim SA, wie sieht es da aus? Ja. Hat er auch ein bisschen was gemacht. Skills relativ ausgeglichen, ist so ein bisschen, kämpft so ein bisschen. Nikes ist, von den Skills ist er ähnlich wie Nikes, hat aber mehr Ausdauer, also ist auch vom Level höher, da sieht man das wieder, dass da ein bisschen mehr passiert ist. Und ist die Frage, wo die Reise hingeht bei ihm, ne? Also ob er im Verfolgerfeld bleibt oder ob er noch die Ambition zeitnah hat, noch weiter hochzukommen, langfristig. Ich glaube, er hat dazu auch schon mal was in den Kommentaren geschrieben, mir fällt es gerade leider nicht ein. Hier bei ihm sehen wir auch bisher noch keine Runen, aber gut, das ist auch vom Level her mit 128 noch nicht ganz so relevant wie beim anderen. Und dann kommen wir mal zu jemandem, der schon lange recht weit oben ist, in der Players to Watch sowieso, aber auch jetzt im Prinzip im normalen Level. Das ist Sir Daviel, der hat jetzt natürlich harte Konkurrenz bekommen von anderen Spielern. Er ist jetzt aber 236, war vorher 216. Da ist auch ein Progress passiert. SA wurde nochmal verbessert. Hier sehen wir auch schon Runen, immerhin 3% Damage. Er ist damit in den Top 50 vertreten und das auch zu Recht als Krieger. Und geht das jetzt ein bisschen langsamer an als halt zum Beispiel Reekle, aber das ist auch klar, Reekle spielt das hier auf einem sehr hohen Pilzniveau. Nach Sir Daviel kommt Telko. Telko war bei der Hero Factory 127, jetzt ist er 153, ohne Runen am Start. SA, da ist nicht ganz so viel passiert, da haben die anderen Kollegen ein bisschen mehr gemacht in der Phase. Hat wahrscheinlich das Ganze auch ruhig gespielt, ein bisschen Wirbelwindsturm-Etagen gemacht und so auf entspannt, ausgeglichen, geskillt, ist gut unterwegs, ist in einem guten Verfolgerfeld unterwegs und macht die Level halt dann
peu à peu und da geht es halt auch dann irgendwann steiler nach oben, wenn man das auf jeden Fall so zulässt. Und dann kommen wir gleich noch als nächstes zu Trivo. Trivo 232. Er war zuletzt 222 vom SA her. Ist ein bisschen was passiert. 3%, Pilsener Harzer nach wie vor die Gilde. Da ist jetzt nicht so viel an Dungeons passiert. Da hat er wahrscheinlich auch vorher schon viele Dungeons gemacht. Kommt er jetzt nicht so weiter. Man sieht natürlich auch, dass er jetzt keine Runen in den Waffen hat. Es kann natürlich auch immer bedeuten, dass man eben den Arena-Manager, ne, man braucht ja erstmal eine gewisse Form an Runen und bis man die hat, also dass da keine Pilze reinfließen in den Erinnerungen und dann dauert es halt auch ein bisschen. Aber da sieht man dann halt auch den Unterschied, weil so 9% Elementar-Damage und 15% mehr Leben, das schmeckt schon. Ja, also gerade als Assassine kann man das sehr, sehr gut gebrauchen. Und so muss er jetzt, also Trivo, etwas länger warten. Dafür hat er aber weniger Pilze ausgegeben. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile an der Stelle, möchte ich mal sagen. Kommen wir zu Vita. Vita auch noch neu. Gehört zu und die Crew, habe ich noch gar nicht gesehen. Steigt ein mit 185er Level, mit 72, fast 72% SA. Auch schon Schadensboni auf der Waffe. Lebensrune hat er auch schon 1% drin, lustigerweise. Ja, die Armor hat 7%. Also als Magier sollte man sich das, auch wenn es auf Damage gedealt ist, nicht ganz so doll erlauben. Vielleicht hast du ja die Gelegenheit, mal einen Epic wegzuschmeißen. Ich sag mal, das jetzt hier, 134, das ist schon etwas älteres 3-Attributs-Epic, wenn du da mal ein Tor so findest. Mit mehr Armor oder, ja, selbst der Gürtel ist jetzt, ja, der Gürtel geht vielleicht noch, aber ich glaube, du kriegst auch gerne einen Gegenstand mit 360 Intelligenz oder mehr. Dann kann man sich das schon fast wieder überlegen auch. Also nimm ruhig da auch 3% Armor mit demnächst mal. Das kann man ruhig machen. Ja, das ist kein Problem, aber Zeit ist Geld und ja, lass dir ruhig ein bisschen Zeit. So, und last but not least natürlich wieder der Xio. Auch der Xio hat von 102 auf 136 gespielt, hat, Moment, SA auch sich wieder verbessert. Noch was geschrieben, warte mal. Er hat tatsächlich geschrieben, und das fand ich ganz interessant, dass das wirklich prinzipiell auf Free-to-Play-Basis läuft. Ja, also das finde ich halt extrem krass, weil ich kann mir vorstellen, wie zeitintensiv das ist. Das hat er auch geschrieben. Deshalb, es wäre super, super vielleicht. Also ich habe ihm empfohlen, dass er das mal selber als Video macht. Vielleicht kommt man auch mal in die Gelegenheit, darüber mal zu sprechen im Discord oder so, wie er Free-to-Play oder was er Leuten empfehlen würde, die halt Free-to-Play wirklich durchspielen wollen und trotzdem so viel Level wie möglich machen wollen. Weil das ist so eine Sache, das kann ich nur grob in der Theorie fassen. Ich kann es praktisch nicht umsetzen, selbst wenn ich genau jeden Schritt wüsste, was ich auch nicht weiß. Ich weiß grob, wie es laufen muss, auf was man achten muss, aber im Detail oder aus der Praxis heraus gesehen, kann das halt nur Xio dann zum Beispiel sagen. Und ich meine, wenn man nicht seine Livestreams verfolgen kann, wie ich jetzt, dann kriegt man das natürlich auch nicht passiv mit. Ja, und das ist halt fett. Also ich finde, das ist eine Leistung, die man auch auf jeden Fall honorieren muss. Denn ich sag mal, genauso wie ich auch immer sage, ja, Pay-to-Win-Spieler, also Pilzer sind nicht gleich immer gut. Ja, man kann tausende Pilze in sinnlosen Sachen bei Shakes and Fidget rausballern, das geht immer. Die aber effektiv einzusetzen, um das Bestmögliche rauszuholen, das ist halt auch mit dem Wert Zeit bei Free-to-Play als gleichwertig zu sehen. Ja, also deshalb schauen wir mal, was wir da in Zukunft noch hören können oder sehen können. Und jetzt ist er eben bei 136 und sogar in den Top 500 aktuell vertreten. Also das ist nicht schlecht, also definitiv. Also Hut ab dafür. Ich wollte noch mal gucken, wie es aussieht mit den Runen. Also Torpedo mit dem höchsten Level hat sogar nur 5%. Und da sieht man halt den Vorteil des Berserkers. Auch Members ist nur bei 6% unterwegs. 7%, P79 hat 11% im Moment. 7, 5, 6%, 6%, 5%,
4, 2, 6, 5. Heißt jetzt nicht mega viel, aber gibt schon mal so einen kleinen Ausblick darauf, dass Rikel wirklich wahrscheinlich ziemlich krass unterwegs ist, ja. Im Moment derjenige mit dem zweithöchsten Elementschaden in den Top-Bereichen der Spieler, ja. Wir können mal beim Magier gucken, der auch hohes Level hatte, 6%. Geht natürlich immer krasser, aber ja, Rikel, also nicht nur dort unterwegs. Bei den Gilden braucht man halt eigentlich noch nicht gucken, weil die Gilden haben noch nicht alle Raids zusammen. Wo sind wir denn aktuell so bei einigen Top-Gilden? Schauen wir mal. Gucken wir mal bei Pleasures. Pleasures sind jetzt bei 33 Raids. No Mercy sind bei 27 Raids. Wollen wir bei Elysium von Rikel rein, die sind bei 29 Raids. Also, um zu gucken, welche Gilde wirklich die beste ist, da müssen wir erstmal warten, bis die alle 50 Raids durch haben, damit sie sich dann auch gegenseitig angreifen. Ne? Also, die machen ja in der Regel keine Angriffe sonst. Das dauert noch ein bisschen. Ein paar Wochen müssen wir da noch geben. Im Moment finde ich es aber recht hübsch, eigentlich, dass sehr viele verschiedene Gilden hier in der Ehrenhalle stehen. Also, wir haben in den Top 30 im Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da locker mal 7 Gilden drinstehen. Das ist nicht so üblich. Ja, auch wenn manche nur 1-, 2-mal drinstehen. Trotzdem ist es nicht schlecht. Pilsner Harzer lesen wir hier. 2. Legion, Elysium. Also auch Spieler aus dem Players to Watch. Also No Mercy halt auch als Gilde. Das ist auch nicht schlecht. Und verspricht auf jeden Fall noch weiterhin spannende Videos zu W53. Das war's dann erstmal von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir gerne einen Daumen nach oben. Würde ich mich freuen. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus, euer Basti.